Die Kabinenbeleuchtung tauchte den vorderen Bereich in ein warmes, goldenes Licht, waren die Passagiere der First Class langsam ihren Flug von Los Angeles nach Manila bestiegen. Es war ein langer Flug. Fast 14 Stunden in der Luft, und die meisten Leute richteten sich still ein. Unter ihnen fiel ein Mann auf, der unauffällig wirkte. Ein schlichter dunkelblauer Kapuzenpullover, eine tief ins Gesicht gezogene schwarze Baseballkappe und abgenutzte Ledersneakers. Bewegt sich gelassen und ohne Eil, wie jemand, der schon uns allemal geflogen war. Doch wer genauer hinsah, bemerkte die verstohlenen Blicke einiger philippinischer Mitreisender, ein kurzes Aufleuchten von Erkenntnis in ihren Augen. Dieser Mann war Manny Pacquiao, 8 Divisionen Weltmeister im Boxen, Senator der Philippinen und einer der einflussreichsten Sportler unserer Zeit. Aber in diesem Moment gab es keine Kameras, keine Reporter, keine Leibwachter, war einfach nur ein Reisender. Zumindest dachte das die Flugbegleiterin so, als Manny sich seinem Platz näherte, trat eine Großfrau in einer makellosen marinblauen Uniform in den Gang. Ihr Lächeln wirkte angespannt, fast cool dabei. Entschuldigung, Sir, dieser Bereich ist ausschließlich für First-Class-Passagiere, erklärte sie mit scharfer Stimme und musterte ihn von oben bis unten. Br. Manny stutzte kurz. Ja, das ist mein Platz, antwortete ruhig und hielt ihr sein Bordkarte hin. Sie warf nicht einmal einen Blick darauf. Stattdessen neigte sie den Kopf und sagte, Sir, das Boarding für Economy läuft noch. Bitte warten Sie, bis Sie dran sind. Ein paar Passagiere in der Nähe rutschten unruhig auf ihren Sitzen hinunter. Ein Mann murmelte seiner Frau zu, weiß die denn nicht, wer das ist? Doch die Flugbegleiterin blieb hart. Sir, treten Sie bitte zur Seite, damit unser Premium-Gast zuerst Platz nehmen können. Nun richteten sich immer mehr Blicke auf Manny. Manche wirkten empört, einfach neugierig, was alles nächstes passieren wird, und dann geschah etwas Überraschendes. Statt zu weitersprechen oder seine Position klar zu machen, lächelte Manny nur leicht. In Ordnung, sagte leise. Trat beiseite und ließ die anderen Premium-Passagiere vorbei. Was die Flugbegleiterin nicht ahnte, und was sie sich niemals hatte vorstellen können, in weniger als einer Stunde wird sie vor ihm stehen. Und zwar tief beschämt das Boarding ging weiter. Manny stand ruhig zur Seite, die Hände in den Taschen seines Hoodies, den Blick gesenkt. Für Außenstehende sah aus wie ein bescheidener Passagier, der es gewohnt war, im Hintergrund zu bleiben. Doch im ganzen Flugzeug breitete sich langsam eine Welle aus. Ein mittelalter philippinischer Geschäftsmann bückte sich zu seinem Nachbarn und flüsterte, das ist Manny Pacquiao. Warum behandelt sie ihn so? Der andere schüttelte den Kopf. Vielleicht schaut sie keinen Boxsport. Inzwischen strömten die Premium-Gast herein, Geschäftsleute in maßgeschneiderten Anzügen, ein paar bekannte Gesichter aus dem amerikanischen Fernsehen und Touristen mit teurem Kameraequipment. All paar Sekunden warf die Flugbegleiterin einen prüfenden Blick zu Manny, als wollte sie sicherstellen, dass nicht heimlich einen Platz einnahm. Endlich war die First Class wohl besetzt. Sie kam erneut zu ihm, diesmal mit demselben coolen Lächeln. So, Sir, jetzt können Sie einsteigen. Manny nickte hoffentlich, bedankte sich und ging den Gang hinunter. Einige Passagiere nickten anerkennend zu. Eine ältere Dame faltete vor Aufregung die Hände, blieb aber still. Nahm seinen Platz ein 1a ganz vorn am Gang. Als die Flugbegleiterin die Sitznummer sah, flackerte Lächeln kurz, doch sie sagte nichts, murmelte nur, guten Flug. Die Stimme des Kapitäns ertönte über die Lautsprecher. Das Flugzeug rollte vom Gate weg, eine Weile lief alles normal, Sicherheitsvorführung, Gurte klickten, Triebwerke hielten auf. Doch während des Steigflugs veränderte sich die Stimmung. Einige Economy-Passagiere hatten Manny beim Einsteigen entdeckt, und nun vibrierte sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Handys wurden unauffällig gesucht. Getterschell zog durch die Reihen. Jemand in der Mitte rief ließ, Moment mal, das ist wirklich Manny Pacquiao. Die Welle erreichte das Heck und rollte dann wieder nach vorn, aber ein mutiger Passagier aus der
Business class stand waren des Getränkservices auf und ging zu Mannys Platz. Senator Pacquiao sagte herzlich und streckte die Hand aus. Es ist mir eine... Die Flugbegleiterin steht mitten im Schritt, das Tablet in der Hand. Ihr Blick huschte zwischen Manny und dem Mann hin und her Biar. Dann kam der Moment, den sie nicht ignorieren konnte. Ein etwas ungehager Junge aus der Ökonomie naherte sich schüchtern, mit zerknitterter Bordkarte in der Hand. Sir, sind Sie Manny Pacquiao? Fragte Lies. Manny lächelt breit. Ja, der bin ich. Die Augen des Jungen wurden groß. Mein Wetter schaut sich den Kampfe an. Die Wangen der Flugbegleiterin farbten sich leicht rosa. Sie hantierte geschäftig mit dem Tablet, tat so, als würde sie nichts mitbekommen. Doch innerlich wusste sie hatte einen riesigen Fehler gemacht. Was sie nicht ahnte, ihre Verlegenheit würde bald sehr öffentlich werden, denn der Kapitän hatte eine Überraschung vorbereitet, die ganze Atmosphäre im Flugzeug verändern würde. Hier ist die ungeschriebene, vollständig originale Version auf Deutsch. Für den Voiceover die Kabinenbeleuchtung tauchte den vorderen Bereich. In ein warmes, goldenes Licht waren die Passagiere der First Class langsam ihren Flug von Los Angeles nach Manila bestiegen. Es war ein langer Flug, fast 14 Stunden in der Luft, und die meisten Leute richteten sich still ein. Unter ihnen fiel ein Mann auf, der unauffällig wirkte, ein schlichter Dunkel. Blauer Kapuzenpullover, eine tief ins Gesicht gezogen schwarze Baseballkappe und abgenutzte Ledersneakers. Bewegt sich gelassen und ohne Eil, wie jemand, der schon ins Allege Mail geflogen war. Doch war genauer hinse, bemerkte die verstohlenen Blicke einiger philippinischer Mitrasender, ein kurzes Aufleuchten von Erkenntnis in ihren Augen. Dieser Mann war Manny Pacquiao, 8 Divisionen Weltmeister im Boxen, Senator der Philippinen und einer der einflussreichsten Sportler unserer Zeit. Aber in diesem Moment gab es keine Kameras, keine Reporter, keine Leibwachter. War einfach nur ein Reisender. Zumindest dachte das die Flugbegleiterin so. Als Manny sich seinem Platz naherte, trat eine Großfrau in einer makellosen marineblauen Uniform in den Gang. Ihr Lächeln wirkte angespannt, fast cool Biar. Entschuldigung, Sir, dieser Bereich ist ausschließlich für First-Class-Passagier. Erklärte sie mit scharfer Stimme und musterte ihn von oben bis unten. Biar. Manny stutzte kurz. Ja, das ist mein Platz, antwortete ruhig und hielt sein Bordkarte hin. Sie warf nicht einmal einen Blick darauf. Stattdessen neigte sie den Kopf und sagte, Sir, das Boarding für Economy läuft noch. Bitte warten Sie, bis Sie dran sind. Ein paar Passagiere in der Nähe rutschten ruhig auf ihren Sitzen hin und her. Ein Mann murmelte seiner Frau zu, weiß die denn nicht, wer das ist? Doch die Flugbegleiterin blieb hart. Sir, treten Sie bitte zur Seite, damit unser Premium-Gast zuerst platt. Sie nehmen können. Nun richteten sich immer mehr Blicke auf Manny. Manche wirkten empört, und der einfach neugierig, was als nächstes passieren würde. Und dann geschah etwas Überraschendes. Statt zu weitersprechen oder seine Position klar zu machen, lächelt Manny nur leicht. In Ordnung, sagte Lies. Trat beiseite und ließ die anderen Premium-Passagiere vorbei. Was die Flugbegleiterin nicht ahnte, und was sie sich niemals hatte vorstellen können, in weniger als einer Stunde würde sie vor ihm stehen. Und so tief beschämt Bibar das Boarding ging weiter. Manny stand ruhig zur Seite, die Hände in den Taschen seines Hoodies, den Blick gesenkt. Für Außenstehende sah aus wie ein bescheidener Passagier, der es gewohnt war, im Hintergrund zu bleiben. Doch im ganzen Flugzeug breitete sich langsam eine Welle aus. Ein mittelalter philippinischer Geschäftsmann bugte sich zu seinem Nachbarn und flüsterte, das ist Manny Pacquiao. Warum behandelt sie ihn so? Der andere schüttelte den Kopf. Vielleicht schaut sie keinen Boxsport. Inzwischen strömten die Premium-Gast hierin, Geschäftsleute in maßgeschneiderten Anzügen, ein paar bekannte Gesichter aus dem amerikanischen Fernsehen und Touristen mit teurem Kameraequipment. Alle paar Sekunden warf die Flugbegleiterin einen prüfenden Blick zu Manny, als wollte sie sicherstellen, dass nicht heimlich einen Platz einnahm. Endlich war die First Class wohl besetzt. Sie kam nur zu ich, diesmal mit demselben coolen Lächeln. So, Sir,
Jetzt können Sie einsteigen. Manny nickte hoffentlich, bedankte sich und ging den Gang hinunter. Einige Passagiere nickten IHM anerkennen zu. Eine ältere Dame faltete vor Aufregung die Hände, blieb aber still. Nahm seinen Platz ein 1a, ganz vorn am Gang. Als die Flugbegleiterin die Sitznummer sah, flackerte ihr Lächeln kurz, doch sie sagte nichts, murmelte nur, guten Flug. Die Stimme des Kapitäns ertönte über die Lautsprecher. Das Flugzeug rollte vom Gate weg, eine Weile lief alles normal. Sicherheitsvorführung. Gurte klickten, Triebwerke holten auf, doch während des Steigflugs veränderte sich die Stimmung. Einige Economy-Passagiere hatten Manny beim Einsteigen entdeckt, und nun verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Handys wurden unauffällig gesagt. Gedeschel zog durch die Reihen. Jemand in der Mitte rief ließ, Moment mal, das ist wirklich Manny Pacquiao. Die Welle erreichte das Heck und rollte dann wieder nach vorn. Ein mutiger Passagier aus der Business Class stand während des Getränkservices auf und ging zu Mannys Platz. Senator Pacquiao sagte herzlich und streckte die Hand aus, es ist mir eine die Flugbegleiterin erstarrte mitten im Schritt, das Tablet in der Hand. Ihr Blick huschte zwischen Manny und dem Mann hin und her dann kam der Moment, den sie nicht ignorieren konnte. Ein etwa 10-jähriger Wunke aus der Economy naherte sich schüchtern, mit zerknitterter Bordkarte in der Hand. Sir, sind Sie Manny Pacquiao? Fragte ließ Manny lächelt breit. Ja, der bin ich. Die Augen des Jungen wurden groß. Mein Vater schaut sich alle die Kampfe, und die Wangen der Flugbegleiterin farbten sich leicht rosa. Sie hantierte geschäftig mit dem Tablet tat so, als würde sie nicht mitbekommen, doch innerlich wusste sie, sie hatte einen riesigen Fehler gemacht. Was sie nicht ahnte, ihre Verlegenheit würde bald sehr öffentlich werden, denn der Kapitän hatte eine Überraschung vorbereitet, die die ganze Atmosphäre im Flugzeug verändern würde. Der Gurt angeschlossen Zeichen, Loch steht noch, doch die Kabine hatte sich in das ruhige Summen der Reiseflüge eingependelt. Gläser klirrten in der Galley. Passagiere blätterten in den Bordmenüs. Irgendwo hinten lachte ein Baby leise. Manny lehnte sich zurück, nippte in seinem Wasser und schaute aus dem Fenster. Draußen erstreckte sich der Pazifik endlos, ein glitzerndes Blau unter der Nachmittagssonne. Die Flugbegleiterin, die ihn zuvor abgewiesen hatte, ging nun ihre Runde in der First Class. Ihre Bewegungen waren präzise, fast zu perfekt. Jede Serviette lag exakt. Jedes Getränk wurde mit mechanischer Eleganz serviert. Doch ihre Augen wanderten immer wieder zu Manny, da die Wahrheit nackte in IHR. Der Mann, den sie erbeten hatte, war jemand, für den Menschen tausende zahlen würden, nur ihn zu treffen. Dann nackte die Sprechanlage eine tiefe, freundliche Stimme, voller Begeisterung, erfüllte die Kabine. Meine Damen und Herren, Herr Sprich. Herr Kapitän. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast an Bord. Sie kennen ihn vielleicht als einen der größten Boxer aller Zeiten, als 8-Divisionen-Weltmeister und stolzen Senator der Philippinen. Bitte begrüßen Sie mit mir Manny Pacquiao, die Worte trafen wie ein Blitz. Überall im Flugzeug ertönten überraschte Laute. Gemurmel und vereinzelter Applaus. Die Leute reckten die Hals. Sogar aus der Economy war Klatschen zu hören, Manny, immer bescheiden, hob nur leicht die Hand und winkte kurz. Ein paar Leute in der First Class standen auf, eichem die Hand zu schütteln. Jemand aus der Business Class lehnte sich schon in den Gang, das Handy in der Hand, den Moment festzuhalten. Die Flugbegleiterin erstarrte mitten beim Einschenken. Das Champagnerglas zitterte leicht in ihrer Hand. Ihre Augen weiteten sich, als der Kapitän weitersprach, im Namen der gesamten Crew, Senator, es ist uns eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug und danken Ihnen für all die Inspiration, die Sie so vielen Menschen weltweit gegeben haben. Das war der entscheidende Schlag. Nun schauten alle Passagiere zu Manny und damit auch zu der Frau, die ihn zuvor so barsch weggeschickt hatte. Ihr aufgesetztes Lächeln kehrte zurück, doch es wirkte zerbrechlich, als konnte es jeden Moment zerspringen. Es war erstaunlich, wie schnell sich die Stimmung drehte. Gerade eben war Manny noch ein Gesicht in der Warteschlange gesessen, nun stand im Mittelpunkt barbar ein Paar. Ausrehe bat ein schnelles Foto. Ein Geschäftsmann bückte sich über den Gang, danke,
dass sie unserem Land so viel Stolz bringen. Sogar ein junger amerikanischer Tourist, der offensichtlich nichts mit Boxen am Hut hatte, kam vorbei. Ich habe schon so viel von ihnen gehört. Mein Onkel ist ein riesiger Fan. Bei all dem blieb Manny freundlich, lächelt, schüttelt Hände, unterschrieb sogar ein paar Autogramm auf Bordkartenrückseiten. Die Flugbegleiterin stand in der Nähe stehend und sicher. Sollte sie sich entschuldigen, so tun, als war nichts gewesen. Sie wusste es selbst nicht, doch sie merkte, dass die Kollegen langsam aufmerksam wurden. Ein jüngerer Steward ging an ihr vorbei und flüstert, du hast Manny Pacquiao nicht erkannt? Sie presste die Lippen zusammen. Es war hektisch beim Boarding, murmelte sie, doch die Rot in ihrem Gesicht variierte sie. Gerade als sie dachte, sie konnte im Hintergrund verschwinden, nackte die Sprechanlage erneut. Senator Pacquiao, wenn es ihnen nichts ausmacht, hatten sie nach dem Abendessen Lust, den Cockpit zu besuchen. Die Crew würde sich sehr freuen, sie kennenzulernen. Die ganze Kabine summte vor Aufregung, die Flugbegleiterin schluckte schwer. Das bedeutete, sie musste ihn persönlich nach vorn begleiten. Den Mann, den sie vor einer Stunde noch wie einen Eindringling behandelt hatte, natürlich, antwortete Manny warm und ehrlich. Lächelt sie an, und für einen winzigen Moment glaubte sie in seinen Augen etwas zu sehen. Keinen Zorn, keine Genugtuung, sondern eine stille Vergebung, die sie irgendwie noch schlechter fühlen ließ. Das Abendessen kam und ging. Manny wollte ein einfaches Handschengericht und bedankte sich höflich, als sie es servierte. Sie bemerkte schmerzlich, dass ihr mit derselben Wärme dankte wie allen anderen, als hatte ihre frühere Unhöflichkeit nie existiert. Als die Tablets abgeräumt waren, trat sie an seinen Sitz. Senator, der Kapitän ist bereit für Sie, sagte sie leise Manny stand auf. Gemeinsam gingen sie den Gang entlang. Passagier schauten zu. Einige lächelten und winkten, jeder Schritt fühlt sich für sie schwerer an. Eine Erinnerung daran, dass sie ihn nicht aus Versehen falsch eingeschätzt hatte, sondern weil sie voreingenommen war. Sie hatte den Hoodie gesehen, die Kappe, die abgetragenen Schuhe und sofort entschieden, wer war. Nun wusste das ganze Flugzeug, wie sehr sie sich geirrt hatte, die Cockpittür öffnet sich. Der Kapitän begrüßte Manny mit festem Händedruck und breitem Grinsen. Der Co-Pilot fragt sogar nach einem Selfie. Manny lachte herzlich und stimmte zu. Von der Tür aus beobachtete die Flugbegleiterin alles und fühlte sich mit jeder Sekunde kleiner. Die Herzlichkeit, der Respekt, die pure Freude der Crew standen in so scharfem Kontrast zu ihrer eigenen Kälte von vorhin. Als Manny zurück in die Kabine kam, fand sie endlich Worte. Senator, es tut mir leid, sagte sie leise, ich habe Sie nicht erkannt. Manny sah sie an und lächelte sanft. Kein Problem. Jeder macht mal Fehler. Und damit ging zurück zu seinem Platz und ließ sie mit einer Lektion zurück, die sie nie vergessen wird. Was dann folgte, machte aus dieser stillen Entschuldigung eine Geschichte, die schon vor der Landung Schlagzeilen schrieb. Manny hatte sich gerade wieder hingesetzt, alles war nichts Außergewöhnliches passiert, doch das Flugzeug summte vor Leben. Ein Mann zwei Reihen dahinter filmte unauffällig Mannys ruhige Bescheidenheit, während immer mehr Leute ihn grüßten. Eine Kollegin aus der Business Class fragte höflich nach einem Foto für ihren Neffen. Manny lächelte, klar, gern. Was zuerst niemand bemerkte, diese Bilder und Videos landeten bereits in den sozialen Medien. Ein Teenager aus der Economy hatte die Durchsage des Kapitäns gefilmt. Als das Dessert serviert wurde, stand sein TikTok schon mit der Caption Flugbegleiterin lässt Manny Pacquiao warten, wusste nicht, dass einer der größten Sportler der Welt ist. Innerhalb einer Stunde über 50.000 Likes. Die Kommentare explodierten, wie erkennt man Pac-Man nicht? Deshalb immer jeden respektvoll behandeln, man weiß nie, wer vor einem steht. Legende bewegt sich wie ein normaler Passagier, das ist klasse. Der Effekt war sofort spürbar. Fotos, Videos und Clips von verschiedenen Passagieren kursierten. Einer zeigte Manny lächelnd im Cockpit mit den Piloten.
Ein anderer fing den peinlichen Moment ein, als die First Class Begleiterin in nach vorn eskortieren musste, Bier. Die Stimmung an Bord hatte sich komplett gedreht. Passagiere, die vorher gesugert hatten, lehnten sich nun in den Gang, nur ihm die Hand zu schütteln. Sogar das Baby aus der Economy wurde von seiner Mutter nach vorn gebracht, für ein schnelles Foto mit dem Champion. Manny blieb derselbe warm, bescheiden, nie so, als würde mit was justan. Und genau das ließ die Geschichte noch schneller die Welt gehen, aber es ging nicht nur darum, wer war. Es ging darum, wie war, dabei die First-Class-Flugbegleiterin stand abseits und füllte Getränke nach. Jedes Mal, wenn jemand Neues Manny ging, zog sich ihr Herz ein bisschen mehr zusammen. Das war nicht die Art von Viralität, die man sich wünscht, aber sie erinnerte sich daran, wie sie ihn beim Boarding taxiert hatte, wie sie ihn warten ließ, wie sie nicht einmal seine Bordkarte angesehen hatte, und nun wusste das Internet Millionen Fremde von ihrem Fehler. Eine Stunde vor der Landung stand Manny auf und ging langsam nach hinten, nicht zur Toilette, nicht in die Galley. Ging in die Economy, dabei die Passagier strahlten, als war Weihnachten. Manny plauderte mit ihnen, posierte für Fotos, kniete sich sogar hin, einem kleinen Jungen in einem alten Boxshirt abzuklatschen. Und dann tat etwas, das allen ans Herz ging, bezahlte ließ für alle Mahlzeit-Upgrades in der Economy. Jeder, der etwas Besonderes essen wollte, bekam es umsonst. Die First-Class-Begleiterin es von einer Kollegin, klappte der Kiefer herunter. Nicht wegen des Geldes, sondern wegen der Botschaft. Hatte den ganzen Flug damit verbringen können, sie zu ignorieren, sie bloßzustellen, sie klein zu machen. Stattdessen hatte sich für Anstand entschieden. Als das Flugzeug nach Manila hinabging, tauschten die Passagiere weiter Fotos und Videos aus, tagten Freunde und Familie online. Bei der Landung war Mannys Fluggeschichte schon auf Facebook, Instagram und in den Nachrichten. Irgendwo zwischen Galley und Ausgang ging die Flugbegleiterin schließlich zu Manny. Diesmal ohne falsches Lächeln. Senator, sagte sie ließ, ich habe mich geirrt, ich habe sie verurteilt, bevor ich sie kannte. Es tut mir wirklich leid. Aber Manny nickte nur, danke, dass Sie das sagen. Gute Reise. Verließ das Flugzeug ins hell Manila Sonnenlicht und hinterließ eine Kabine voller Menschen, die gerade eine Lektion in Demut miterlebt hatten, und eine Flugbegleiterin, die diese Lektion in 35.000 Fuß Höhe vergessen wurde. Die Türen öffneten sich, Manny trat in die Ankunftsschale. Sofort blitzten Handykameras. Einige Passagiere tippten schon eifrig Nachrichten und verschickten Bilder. Was Manny noch nicht wusste, die Geschichte von der Flugbegleiterin, die ihn unterschätzt hatte längst weit über den Flughafen hinaus Wellen geschlagen. Innerhalb von 2 Stunden trendete #Pacquiao und my flight in den Philippinen. Clips von Manny, wir Lektion durch die Economy ging, kamen aus mindestens 5 verschiedenen Winkeln. Ein virales TikTok vom Teenager in 22 sie zeigte genau den Moment, als die Begleiterin ihn bat zu warten, gefolgt von einem langsamen Zoom auf seine First-Class-Bordkarte. Untertitel: Wenn du Manny Pacquiao sagst, darf nicht in die First Class, obwohl den Platz gebucht hat. Am Abend hatten philippinische Medien die Story aufgegriffen. Schlagzeilen lauteten: Manny Pacquiao erobert das Internet, ohne einen Schlag. Flugbegleiterin lernt Lektion in Demut. Pacquiao macht aus peinlichem Flug eine Geste der Güte. CNN Philippines siegte einen Kursenbeitrag über Mannys Besuch in der Economy. Amerikanische Sportblogs berichteten ebenfalls und präsentierten es als weiteres Beispiel für Pacquiaos Klasse außerhalb des Rings. Boxfans überschwemmten die Kommentare, man kann dich im Ring KO schlagen und dir draußen das Herz gewinnen. Wer Manny Pacquiao nicht kennt, hat in der First Class nichts verloren. Sogar Prominente mischten mit. Ein Hollywood-Schauspieler twitterte, bin mal mit Pacquiao geflogen. Hat das Reinigungspersonal besser behandelt als die meisten Leute ihre VPs. Legende. In dieser Nacht saß die Flugbegleiterin allein in ihrer Wohnung, scrollte durch ihr Handy, jeder Swipe tat mehr weh,
Videos ihrer Begegnung mit Manny hatten Millionen Aufruf. Freunde schrieben privat, bist du das? Schließlich öffnete sie Instagram und schrieb Manny eine Nachricht an seinen verifizierten Account. Ich möchte mich aufrichtig für mein Verhalten heute entschuldigen. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen. Sie haben mir eine Lektion erzählt, die ich nie vergessen werde. Aber sie rechneten nicht mit einer Antwort. Doch am nächsten Morgen fand sie eine einfache Nachricht von Manny, wir all machen Fehler. Wichtig ist, wie wir daraus wachsen. Gott segne dich. 2 Tage später war Manny bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in General Santos City, als ein Reporter nach dem Vorfall fragt. Lächelte, schüttelte den Kopf und sagte, darüber denke ich nicht nach. Wir sollten immer freundlich sein, denn wir wissen nie, wer jemand in Zukunft wird oder wer schon ist. War der Clip lief landesweit. Plötzlich ging es nicht mehr die Peinlichkeit. Es ging das Vorbild, das Manny gesetzt hatte. Die Geschichte von Manny Pacquiaos ruhiger, demütiger Reaktion verbreitete sich rasend schnell. Am nächsten Morgen griffen international Medien zu. BBC Sport titelte, Boxlegende Lektion in Demut, im Flugzeug. CNN International zeigte einen kurzen Clip von Manny lächelnd im Gang mit der Unterschrift. Freundlichkeit ist der echte Knockout. Soziale Medien explodierten. Hashtags wie Hashtag Manny Pacquiao Lektion und Hashtag Kindness Knockout trendeten weltweit. Auch außerhalb des Sports sprachen die Leute darüber. Prominente Politiker und Influencer teilten den Clip und lobten Mannys Gelassenheit und Menschlichkeit. Fans überschwemmten Instagram, Twitter und TikTok mit Memes und Videos. Ein TikTok mit Spielzeug, Flugzeugen und Puppen, das die Szene nachstellt, bekam in Stunden über 2 Millionen Likes. YouTube-Kanäle machten Reactionsvideos und erzählten, wie die Flugbegleiterin eine Lektion lernte, die sie nie vergessen würde. Schulen auf den Philippinen nutzten die Geschichte als Unterrichtsbeispiel. Lehrer erklärten den Schülern, wie Demut, Geduld und Freundlichkeit einen größeren Eindruck hinterlassen als Wut oder Stolz. Manny Pacquiaos Name trendet plötzlich nicht nur im Sport, sondern auch in Gesprächen über Werte und Lebensweisheiten. Schließlich postete die Flugbegleiterin selbst ein Video online. Sie erklärte, wie sie Manny unterschätzt hatte und wie seine Reaktion ihre Sichtweise verändert hatte. Ihre Worte waren einfach, aber ehrlich, ich habe ihn wie einen normalen Passagier behandelt. Doch hat mich mit Respekt behandelt, obwohl ich einen Fehler gemacht habe. Diese Lektion vergesse ich nie. Manny teilte den Post auf seinen Kanälen mit der Caption, wir all wachsen, wenn wir aus unseren Fehlern lernen. Hashtag-Kampagnen führten zu einer Welle von Spenden für Wohltätigkeitsorganisationen, die Manny unterstützt. Menschen spendeten in seinem Namen, inspiriert von der Geschichte und zeigten, wie eine kleine Geste von Geduld und Respekt die Welt berühren kann. Selbst normale Leute begannen, ähnliche Erlebnisse zu teilen, Momente, in denen sie unterschätzt wurden und dann die Kraft von Demut und Haltung erlebten, das war Manny Pacquiaos Handy. Summte pausenlos, von Journalisten, Fans und sogar internationalen Persönlichkeiten, die ihn lobten. Doch blieb ruhig, lächelte und erinnerte alle, das geht nicht mich. Es geht darum, wie wir miteinander umgehen. Aber am Ende der Woche hatte die Geschichte weltweit über 50 Millionen Aufruf. Manny Pacquiaos Vorbild wurde mehr als ein viraler Moment. Es wurde zu einer Bewegung der Bär und die größte Lehre für uns alle. Kleinakte der Freundlichkeit können die ganze Welt heilen. Deine Geduld, dein Respekt, deine Ruhe, wenn dir jemand unhöflich begegnet, das kann mehr inspirieren, als du dir je vorstellen kannst. Wenn diese Geschichte dich berührt hat, lass es mich in den Kommentaren wissen. Wo schaust du gerade her? Hast du schon mal unhöfliches Verhalten mit Gelassenheit begegnet? Teile deine Geschichte, lass uns gegenseitig motivieren. Manny Pacquiao sagt uns, Wahre stark misst sich nicht in Titeln, Siegen oder Geld. Wahre stark sagt sich in Charakter, Demut und der stillen Fähigkeit, an der tief zu berühren. Und genau in dieser stillen Kraft hat Manny Pacquiao einmal mehr bewiesen, warum nicht nur ein Champion im Ring ist, sondern ein Champion der Herzen auf der ganzen Welt.